Grüße an alle mit Benzin im Blut und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von It's a Mod World. Wie ihr sehen könnt, ist das R-Factor 2 und ich habe dieses Sim gewählt, weil es eine Gruppe gibt, die eine Menge der Strecken der Formel E auf dem Steam Workshop veröffentlicht. Sie veröffentlichten vor nicht allzu langer Zeit Marrakesch und die Sache mit Marrakesch ist, dass darauf ein E-Prix gefahren wird, also die Formel E, aber auch die WTCC, die seit diesem Jahr unter dem Namen WTCR firmiert. Ich habe die WTCC auf Marrakesch gesehen und viel Spaß gehabt und nun geben uns diese freundlichen Modder die Chance, darauf zu fahren. Da sie auch die WTCR-Streckenkonfiguration veröffentlicht haben, habe ich entschieden, dass es eine gute Idee wäre, die zu testen. Also habe ich mir einen WTCC-Auto von 2017 genommen, das von Mehdi Benani. Wie immer zuerst ein paar Übungsrunden, dann ein Rennen und dann meine Meinung über die Mod. Das ist also Marrakesch, was viel klaustrophobischer wirkt, als ich dachte. Weswegen ich wesentlich mehr Respekt den Formeln E und WTCC-Fahrer zolle, als schon bisher. Man muss schon ein Faible für diese Art von Strecke haben, um Marrakesch genießen zu können. Man muss ein Fan von Macau, Monaco und all diese Art von Strecken sein. Ein Problem, das ich mit dieser Mod habe, nicht mit der Strecke, mit der Mod, ist, dass mit einer VR-Brille die Stereoskopie, der 3D-Effekt nicht gut funktionieren. Ich sehe Geisterbilder. Soweit ich auf Steam gelesen habe, ist diese Mod ein Work in Progress. Das Team, das dahinter steckt, arbeitet an der Erstellung aller Strecken für die Formel E und wird sie erst danach optimieren. Das Problem, wenn die Stereoskopie nicht gut funktioniert, ist, dass man die Tiefenwahrnehmung verliert, die die Erfahrung mit VR so besonders macht. Das Bild ist dazu noch unscharf. Alles keine gute Voraussetzungen für den Rennsport. Ich fahre zum überhaupt ersten Mal in Marrakesch und ich muss sagen, auch wenn es nicht meine Lieblingsstrecke werden wird, ist sie trotzdem sehr interessant. Ich werde die Rennen der Formel E und WTCR in Zukunft aufmerksamer verfolgen und versuchen zu verstehen, wo die Fahrer was und natürlich warum tun. Yikes! Die Mod sieht etwas aus Plastik aus. Nicht so detailliert wie Istanbul. Im Vergleich zu Istanbul fühlt sich das hier mehr wie ein Spiel an. Istanbul war näher an einer Simulation. Seht euch das Cheshire Auto an. Alles unscharf zu sehen, macht es schwierig, Rennen zu fahren. Und dieses Grafikproblem mit R-Factor 2 macht es auch schwierig, da ich niemals weiß, ob ich ein anderes Auto anfahren werde, da ich die nicht sehe. Ich muss sagen, dieses Problem mit der Stereoskopie, das ein Problem der Mod sein muss, weil der Rest von R-Factor 2 gut aussieht unter VR. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Vielleicht ist etwas Kleines falsch an der Mod und R-Factor 2 kann die 3D-Bilder nicht richtig berechnen. Aber ich fahre wie durch einen kleinen Schleier. Was schade ist, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mod-Entwickler viel Zeit in die Mod investiert haben. Hol dir diese Mod, wenn du noch nie in Marrakesch gefahren bist, weil du wenigstens in der Lage sein wirst, die Strecke zu fahren. Aber für VR-Benutzer gibt es möglicherweise ein Problem. Zumindest für mich gab es den hier. Ich würde sagen, dass die Modmacher noch etwas Zeit investieren müssen, auch weil es zu sehr nach Plastik aussieht. Es sieht nicht so gut aus wie andere R-Factor 2 Strecken. Und auf VR fängt es an, mir Kopfschmerzen zu bereiten und ich bin nicht anfällig dafür. Also ist diese Unschärfe nicht gut.
Das war alles für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, seid bitte so freundlich und hinterlasst einen Like. Es hilft mir sehr. Und wenn ihr mehr sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren und klickt auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Spart Sprit, sammelt Picker und wir sehen uns auf dem Podium. Besucht romrom.net, um mit anderen Fahrern und Fans in Verbindung zu kommen.